Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres RACE-Podcasts. RACE steht für Respect, Acceptance, Coexistence und Empathy. Ich darf unsere ersten zwei Gäste, liebe Daniela und die Babsi, herzlich willkommen heißen. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Danke. Liebe Babsi, möchtest du gleich beginnen und uns eine kleine Einführung geben? Was hat dich heute hierher gebracht? Ich bin neben meinen vielen Tätigkeiten unter anderem für Diversity, Inclusion and Belongings zuständig und hatte vor einem Jahr die ehrenvolle Aufgabe, die ERGs, also die Employee Resource Groups, ins Leben zu rufen. Wir haben in Österreich 2 Gruppen an Mitarbeitenden, die sich für ein besseres Miteinander einsetzen und ihre Ideen einbringen zum Thema Cultural Race Ethnicity und zum Thema Gender Balance, um hier einfach ein noch besseres Miteinander und den richtigen Place to be you zu schaffen. Das klingt super spannend. Liebe Daniela, was hat dich in unsere Runde heute verschlagen? Ja, also ich bin eines der Mitglieder von diesen Gruppen und ich freue mich sehr, dass eines meiner Projekte, das wir gemeinsam entwickelt haben, ein wirkliches Herzensprojekt geworden ist. Ich brenne seit vielen Jahren für die interne Kommunikation. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Mitarbeiter zu informieren, sie zu unterhalten, aber auch ihnen eine Bestätigung zu geben. Und deshalb sitze ich heute hier, um dieses neue Medium vorzustellen. Das ist eine super tolle Entwicklung. Wie kamen wir überhaupt zur ERG, liebe Babsi? Erinnerst du dich noch? Wie sind wir Teil der ERG geworden? Genau, also wir sind ja Teil eines dänischen Konzerns und der Konzern hat generell gesagt, wir wollen einfach ein besseres Miteinander. Es hat jeder Mitarbeitende so tolle Ideen. Wir haben Mitarbeitende aus so vielen unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Jeder kann sich noch ein bisschen besser einbringen und für ein besseres Miteinander mitarbeiten. Und da wurden dann 5 Arbeitsgruppen ins Leben gerufen und wir haben uns in Österreich 2 einmal herausgepickt. Das eine ist eben das Thema Gender Balance, das andere ist das Thema Cultural Race Ethnicity, weil wir in Österreich Mitarbeitende aus 92 Nationen beschäftigen. Das heißt Cultural Race Ethnicity mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen, Religionen, Migrationshintergründen, vielleicht sogar Flüchtlingsgeschichten sind einfach Teil hier unserer ISS-Familie und können hier bewegen. Wie glaubst du, Daniela, kann die interne Kommunikation zu diesen Themen beitragen? Was sind deine Ideen und deine Wünsche? Also es sind 2 Punkte. Das eine, was ich festgestellt habe, ist das, dass Mitarbeiter viel zu wenig über das Unternehmen wissen. Das kommt daher, dass unsere Mitarbeiter bei über 1000 Kunden in ganz Österreich verteilt sind. Der zweite Punkt ist der, dass ich glaube, dass unsere Mitarbeiter viel zu wenig wissen, was sie eigentlich für einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Also kein Flugzeug würde abheben ohne ihnen, kein Spital würde funktionieren, es würde vieles stillstehen, nicht einmal das Parlament könnte tagen, wenn unsere Mitarbeiter nicht wären. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ihnen das auch einmal bewusst zu machen, wie wichtig sie eigentlich sind. Und davon ganz abgesehen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass die Mitarbeiter voneinander erfahren, auch über ihre Hintergründe. Wir haben schon gehört, 92 Nationen, da kommst ja auch du ins Spiel. Das ist die Brücke, die wir mit dem Podcast bauen wollen, dass die Mitarbeiter voneinander erfahren. Das ist ein guter Ansatz. Genau, und vor allem auch ein größeres Verständnis füreinander bekommen. Und insofern, und du hast dich selber noch gar nicht vorgestellt, finde ich den Podcast ganz wunderbar, denn da geht es ja darum, auch andere Kulturen kennenzulernen. Aber vielleicht erzählst du uns einmal etwas davon. Ich bin die Andrea. Und ja, wir möchten mit diesem Podcast Werte vertreten wie respektvollen Umgang, Mitgefühl füreinander, Akzeptanz des Andersseins, Wertschätzung der Diversität und am Ende des Tages
nebeneinander Leben möglich machen, friedlich miteinander leben, leben und leben lassen und wertschätzen. Wenn wir diese Botschaft hinausbringen können, dann haben wir mit unserer Employee Resource Group, die wir in Österreich vertreten, wirklich schon einen wertvollen Beitrag geleistet für die ISS, aber auch als ISS für die Gesellschaft und für Individuen. Und das bringt mich zu der Frage, Babsi, was sind denn so Herzensthemen, die du in die ERG mit reingebracht hast? Welche Projekte hast du so ins Leben gerufen? Also ich darf jetzt noch mal kurz ergänzen und ausholen. Die Andrea war eine derer, die sich gleich gemeldet haben, um aktiv mitzuarbeiten in der Cultural Race Ethnicity Gruppe und unter anderem eben die Idee mit dem Podcast sehr mit unterstützt und wachsen hat lassen, sodass wir hier überhaupt sitzen können heute. Ja, es ist einfach dieses positive Miteinander und dass jeder mit jedem doch irgendwie noch ein bisschen besser und enger zusammenarbeiten kann, wenn man mehr voneinander weiß, einfach weil ein besseres Verständnis für den, der neben dir sitzt oder der mit dir arbeitet oder einfach nur heute jetzt an dir vorbeigeht, dass das einfach besser funktioniert und reibungsloser funktioniert. Ich darf kurz einhaken. Mir fällt ein, das Kinderbetreuungsprojekt für den Sommer, welches ja wirklich ein Herzensthema von dir war. Wie ging das aus final? Was ist der aktuelle Stand? Was konnten wir für unsere Mitarbeiter, für unsere Eltern und für die Kinder unserer geschätzten Mitarbeiter nun umsetzen? Wer hat was davon? Ich darf da gleich einmal gendern. Es war eigentlich primär auch für Mitarbeiterinnen, weil wir ja versuchen, dass gerade weibliche Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte hier unterstützt werden sollen. Und es war dann so ein bisschen die Frage und die Interviews, woran hapert es oder wo kann man gerade weibliche Mitarbeitende unterstützen, dass sie sich vielleicht zutrauen, in eine Führungsrolle hineinzuwachsen. Und dann war natürlich gleich einmal Sommer heißt keine Schule, kein Kindergarten, Kinderbetreuung, aber auch zusätzlich Urlaubsvertretungen, andere Dienstpläne, das heißt doppelte und dreifache Herausforderung, vor allem für Mütter. Und ja, das wollten wir ein bisschen unterstützen und haben eben Sommerbetreuungsmöglichkeiten in verschiedenen Bundesländern ins Leben gerufen, von denen jetzt im Endeffekt etwa 30% besetzt wurden. Wird das Thema Familienleben und Arbeitskraft at ISS auch in der internen Kommunikation, in der Mitarbeiterzeitschrift, die dir so am Herzen liegt, aufgegriffen? Also wir greifen sehr viele Themen auf. Wir versuchen einen wirklich bunten Blumenstrauß zu präsentieren. Ganz besonders toll finde ich diese Verknüpfung auch mit der Ida und mit dem Podcast. Also wir sind jetzt wirklich in allen Medien für die Mitarbeiter unterwegs. Die Geschichten bauen teilweise aufeinander auf, ergänzen sich aber auch. Also in der Ida haben wir kleine angeteaserte Geschichten, Gewinnspiele und sehr viel Information, die man auch im täglichen Leben brauchen kann. In der Mitarbeiterzeitung geht es darum, dass wir Mitarbeiter vorstellen, sowohl privat als auch im Beruf, dass wir auch besondere Projekte, besondere Kunden, besondere Initiativen zeigen. Und ganz toll finde ich, wenn diese dann auch in Gesprächen oder Diskussionen über den Podcast den Mitarbeitern näher gebracht werden. Und ich habe dich ja schon darum gebeten und hoffe, dass das auch funktioniert, dass es uns gelingt, auch mal in fremden Sprachen oder sagen wir in Sprachen, die bei uns, bei unseren Mitarbeitern vorherrschen, den einen oder anderen Betrag hören können. Sprachen, das ist ein großes Thema. Wir arbeiten daran auch, dass wir den Podcast in so vielen Sprachen wie möglich übersetzen können, dass die Inhalte, die Themen, einfach die Gespräche, die Witze rüberkommen und so viele Leute wie möglich berührt. Drum, das ist ein Herzensprojekt, glaube ich, von uns allen, dass wir das, was uns ausmacht, die Akzeptanz, der Humor teilweise auch und die Zusammengehörigkeit nicht verloren geht in Lost in Translation sozusagen.
Und wir werden auch ganz bestimmt anderssprachige Gäste in unseren zukünftigen Episoden haben. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir auch eine Podcast-Folge in einer anderen Sprache machen und wenn vielleicht sogar in mehreren anderen Sprachen. Ein Traum von mir. Was ist denn zukünftig der Wunsch von euch beiden? Wohin kann sich das bestenfalls entwickeln mit unseren Projekten? Dream big, say it out loud. Dass wir tatsächlich Kolleginnen und Kollegen gerade mit der Sommerbetreuung unterstützen können und dass sich hier dann vielleicht auch in den kommenden Jahren noch mehr dazu anmelden. Aber auch, dass wir noch mehr Kolleginnen und Kollegen inspirieren und anwerben können, dass sie sich selber ihre Gedanken, ihre Ideen, vielleicht auch Wünsche, die ihnen schon im Laufe ihres Arbeitslebens gekommen sind, einbringen und in ERGs mitarbeiten wollen. Also du sagst, ich höre das jetzt richtig raus, die ERGs sind eine offene Vereinigung und es können noch neue Leute beitreten. Es können gerne jederzeit neue Leute dazukommen und ihre Ideen einbringen, sei es für eine geraume Zeit, sei es für länger. Wenn es ein Thema ist, das Sie interessiert, für das Sie brennen, dann sehr, sehr gerne bei mir melden. Wie schaut es mit der Zeitung aus? Dürfen die Leute auch sich an dich wenden mit Themenvorschlägen, mit Ideen, mit Feedback? Selbstverständlich. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass wir uns das ganz stark wünschen. Die Zeitung wird für Mitarbeiter, von Mitarbeitern geschrieben. Weil du vorher nach meinen persönlichen oder unseren persönlichen Wünschen gefragt hast. Ich habe ganz viele. Der erste ist der, dass es uns gelingt, die Zeitung in einer Sprache sprechen zu lassen, die auch jeder versteht. Das wird bei der ersten Ausgabe noch nicht ganz so sein sollen, denn das ist wirklich harte Arbeit. Gleichzeitig soll sie aber dazu anregen, dass die vielleicht nicht so gut Deutsch können, sich trotzdem in diese Artikel vertiefen. Du hast ja gesagt, das kann man durchaus mit Hilfe von Übersetzungsprogrammen. Der dritte Wunsch ist der, dass nach der ersten Ausgabe, die wir nach Hause schicken, ganz viele Kolleginnen und Kollegen kommen und sagen, warum bin ich da nicht drinnen? Ja, das wäre mein allergrößter Wunsch, noch bevor sie sagen, coole Zeitung. Und letztendlich am Ende des Tages, dass sie sagen, wow, was für ein cooler Arbeitgeber und was für eine tolle Leistung ich da selber bringe und was für ein Beitrag für die Menschen um mich herum. Das ist natürlich auch der Wunsch von unserem Podcast. Also, wenn du Teil einer Folge sein möchtest, einfach anschreiben oder kommentieren und Gast sein. Und wir reden über Themen unserer Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeitenden und ja, wir sind gespannt, was die Zukunft für uns bringt. Es freut mich sehr, dass ihr da wart. Es war ein schönes Gespräch. Noch irgendwelche Worte, irgendetwas, was ihr unbedingt einbringen möchtet, was ich vergessen habe? Ja, wo sollen denn die Leute hinschreiben? Wir freuen uns über euer Feedback auf redaktion@at.issworld.com. Schreibt uns eure Meinungen, eure Kommentare, eure Wünsche und ihr werdet von uns eine Antwort bekommen. Ganz sicher. Ganz sicher, sagt die Daniela. Ja, dann verabschiede ich mich hier von euch, bedanke mich noch einmal und hinterlasst einen Kommentar, ein Like und lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat und was ihr gerne hören möchtet von uns, welche Themen euch interessieren. Dankeschön. Danke, tschüss.